und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play. Angekündigt habe ich ein anderes Spiel, aber sei es drum, das ist mir jetzt gerade so den Weg gelaufen. Ich habe das Spiel nur mal ganz kurz gestartet, zwecks Einstellungen. Ich habe nämlich herausgefunden, dass hinter Spielen dann auch erst noch Optionen kommen. Das war alles, was ich gemacht habe. Ansonsten weiß ich nicht, um was es geht, habe das noch nie gespielt. Und in dem Sinne, lasst uns mal starten mit Never Alone. Neues Spiel. Los geht's. Die Iñupiat sind eines der indigenen Völker Alaskas und haben über Jahrtausende erfolgreich in einer der großartigsten Umgebungen der Welt überlebt. Lerne mehr über die Iñupiat durch freischaltbare Kultureinblicke. Okay, ich hoffe mal, dass ich das richtig ausspreche, aber Iñupiat. Iñupiat könnte ich mir noch vorstellen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann Iñupiat vielleicht heißt. Okay. Aus Space. Einblicke ansehen. Ja. Oh, ich glaube, das wird ein Spiel mit sehr viel zu lesen. Oh Gott. Na gut. Ein lebendes Volk, eine lebende Kultur. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Iñupiat people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there's this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Iñupiat. I'm from the Arctic Ocean. I am Iñupiat. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are, and we want to continue that. Okay. Sehr interessant. Komplett unerwartet für das Spiel. Okay. Vielleicht hätte ich es erstmal lesen sollen, um was es in dem Spiel geht. Na gut. Ich möchte gern eine Geschichte hören. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, right to work. There's always something to do. There's never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would be just relaxing, laying down there and saying, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling the story. Storytelling for the Iñupiat people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, It was just like, it was as good as any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen.
There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends. And they need to be told. They need to be heard. Der Meinung bin ich auch. Also, die sollten auf jeden Fall ihre Geschichte erzählen dürfen. Von daher. Ja. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Ah ja. Stopp. Und mit Iñupiat hatte ich wohl recht. Okay. Space. Unipkaaqutiarsigikpin taalaranilaqannasuk unipkaaqtuaq qaaviuraqama niviaqsiaqarualugguuq iñuuniaqaniqsuq angayoqaagamani sumitaimma niviaqsiaqarualuk amuniallatuneqsaq aasiisuraqallavluni supayaanik. Klar, den Vogel runtergeholt. Okay. Ach, es geht in dem Spiel anscheinend um diese Geschichten von dem ganzen Volk. Von dem Volk der Iñupiat. Iñuuniaqotik anuqqautigait anuqulingaallaaqsuq anuqulingaallaaqpaalluni kisaimma panirniallaaqsivut niviaqsiaqarualuk kisaimma isummeqpoq tapuraasi kangitsaquaqsigaasumman anuqlisugurukumagaan summan anuqulingaallaaqamagaan tapuraasi kangitsaquaqsigaasumman anuqlisugurukumagaan. Klar, ist auch immer sofort mein erster Gedanke. Beim Gewitter fahre ich auch erstmal los und will nachgucken, wo es herkommt. Fühle ich. Okay. Neuer Anblick. Scrimshaw. So scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory, and traditionally it was used to tell stories. Each etching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time, and so it sort of gives you a timeline of history through etching. Das ist interessant. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. Okay. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Also die haben auf Walknochen und Walbarten ihre Geschichte aufgezeichnet, wie jetzt quasi Höhlenmalerei. Nur haben die sich keine Höhle gesucht, sondern haben es auf Knochen gemalt. Und falls sich einer fragt, was Barten sind, meines Wissens nach sind das die beim Wal vorne, die sozusagen die Zähne, wenn man so will, also der Zahnersatz. Das ist eher wie so eine Art feiner Filter, dass die quasi Krill und Kleinstlebewesen aufnehmen können und das Wasser rausfiltern können oder das Wasser ablassen können und die Tierchen bleiben im Wald drin. Gut. Das muss mich überraschen. Das scheint wohl viel mehr eine Geschichte zu sein.
аюнгитсоқ паягниулерсоқ Klar, die Kleine rennt alleine durch den Wald, oder was? D. Muss ich nur einmal drücken, oder? Okay, ich muss gedrückt halten. Oh. Hat optimal geklappt, ich war jetzt etwas überfordert. So, okay. Ja, das Problem war, dass die dann durch den Zeitraffer angehalten wird. Oh. Verfolgt uns der Fuchs oder will er uns helfen? Werden wir den Bären irgendwie auch los, oder wie schaut's aus? Hallo? Achso, die kann nicht mehr. Und jetzt? Im Koop-Modus spielen. Ich habe keinen zweiten Controller und ich habe auch keine Mitspieler. Drücken, um im Einzelspieler-Modus zum Fuchs zu wechseln. Gott. Ja, und was mache ich jetzt mit dem Fuchs? Hilfe. Ach. As simple as that. тоқутааваяқтоқ кисимериорми Alles klar. арааннапқангапиартоқ Kann ich jetzt hier hin her schalten? Ah, okay, jetzt kann ich hin und her schalten. Das Wetter klarte nicht auf. Ein Schneesturm folgte auf den anderen. Robert Cleveland. Nasruk. Nasruk wird wahrscheinlich sein Name vom Volk sein. Oh, ich glaube, da wäre ein Einblick gewesen. Ich glaube, wir haben einen Einblick übersprungen. Der Fuchs ist ja goldig. Der ist ja süß. Der läuft uns jetzt immer hinterher. Hey, okay. Kriegen wir den? Okay. Bringen uns die Eule irgendwas? Fuchs. Wände erklettern. Umschalten. Ach, okay. Linkes Shift. Jetzt muss ich umschalten wieder und hochklettern. Wahrscheinlich wäre es schlau gewesen, den Controller anzuschließen. Und das Spiel mit dem Controller zu spielen. Aber ich wusste es nicht. Ah, kann man mit der Windböe kann man auch dann schweben. Okay. Können wir eigentlich Tierdichte auch? Nö, wir können nur links und rechts. Da hinten liegt irgendwie ein Schiffswrack oder sowas. Haha. Gegen die Windstimmen. Ah, okay. Legt sie sich auf den Boden und hält sie irgendwas. Tab ansehen. Karibus und Kleidung. Moment. Ah ja. Okay. Scrimshaw hatten wir. Dann haben wir wirklich einen übersehen. Polarfuchs. When I was growing up,
My grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Ah, okay, und deswegen ist die jetzt hier im Spiel auch drin. So als Hintergrund, okay. Karibus und Kleidung. Caribou it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou bands, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Das ist krass. Allerdings frage ich mich gerade, was ist ein Karibu? Weiß ich jetzt nicht. Halt! Gegen den Windstämme, komm. Niveaksiagaluk kangersingalok supayat ikayok taqaqanabilugit. Okay. Nein. Agnaulun itam nantariganniaq. Sivuneqsip kangaga niveaksiagaluk kanutun pekpaganaqtilaangat tamatkua ikayok tauruat. Aha. Okay. Ach, wenn die Eule auftaucht, haben wir immer irgendwas Neues hier. Sila is the weather. Ah, okay. It also means the atmosphere. Here's the nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Sila. It's a very spiritual, and we have a relationship with Sila. Sila has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Okay, also Sila ist Luft, Himmel, alles was oberhalb vom Boden ist.
Und Nuna war, genau, und Nuna war das Land. Okay. Gut. Es klettern zu drücken, um von der Wand abzuspringen. Hä? Ach so, gleichzeitig. Jetzt muss ich wahrscheinlich mit ihr da hoch. Nö. Doch. Die Werksägerlogo, Triganeralu, Kayu, die Bergtuk. Sigarade, Ich finde den Fuchs cool. Kann ich schneid schon, der kann noch ein bisschen lang. Oh. Aglan Tabra Atau Chicken, Eingaruk. Ah. Ich hab Steuerung gedrückt. Ich hab mich... Ach. Ja. Nee, Steuerung ist richtig. Ich habe die richtige Taste gedrückt. Scheint erleben jetzt hier quasi so nach und nach einfach nur diese Geschichte. Halt, den passen wir bestimmt unten durch. Und sehen der Weg der Fallensteller. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continue to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubai. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Also er meint wahrscheinlich, dass die sich nicht an der normalen Uhr, wie wir es kennen, orientiert haben, sondern vielmehr einfach an den Tageszeiten. Also Sonnenaufgang und so weiter. Ah, okay. Anscheinend geht sie nicht von selbst. Doch. Ich finde die Viecher irgendwie etwas unheimlich, aber na gut. Ja, alles klar. Ich dachte, ich muss da schön elegant abspringen. Ich kann ja nicht wissen, dass dann die erste Scholle dann noch geht. Hat die sich gerade irgendwie am Fuchs festgehalten in der Luft? Irgendwie schon, oder? Okay, irgendwas müssen wir wieder machen. Halt.
Ist wahrscheinlich mit der hoch. Nein. Nein, 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 du sollst da hoch. Also ich bitte da drüber, bevor wieder Wind kommt. Okay. Oh no. Ach, das ist Dorf. Das ist das Dorf, das brennt. Oh no. Weg der Feinstelle hatten wir schon. Nunakek isi waktu akan iksuk. Inyungi dokot-doktawan iksit. Die haben das ganze Dorf überfallen. Ach. Es heißt, dass mir jede Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen wirbelte. Dass mit jeder Windböe pudriger Schnee in alle Richtungen wirbelte. Da war jetzt wieder ein Einblick, ne? Iwerksierolo uperingitka tautuktani. Tautukunak tuak sunapayak sikuminganek. Das ist auch Feuer. Iwerksierolo iyuniakatingi pisaulaganeksit. Das ist ein Walskelett. Kanukumnya. Anukulak paskinyam. Dahil nakumanyaitka. Ja, Schneestürme zünden meistens keine Hütten an. Was ist das für ein Riesenvieh? Tamanga ikumawak tuaming. Kakrakpam inyo liptaktok. Eistauchergeist. Sumalagula kami. Nibeaksiyarulong pichinyingani. Was bringt der? Achso, der bringt uns hier hoch. Agalan kakrak paskinyat sa gabing aitsit. Erst wenn der das so sagt, finde ich das nicht so toll. Imenyaurat sa gabing sa mga nunamin. Seltsames kleines Volk. Pagkaguting nunakimin. Aha. Klingt ein bisschen wie Minion. Ah, okay. Schnee mit dazu nehmen. Gut, Fuchs ist oben. So. Ich vermute mal, ich soll da runter.